Wie ihr seht, sind wir endlich in Hamburg angekommen. Jetzt gibt es erstmal als Frühstück ein schönes Fischbrötchen hier an den Landungsbrücken. Aber das Wichtige heute geht es natürlich noch weiter zum Spielzimmer und zu Marek. Das Spielzimmer, das ist ja sehr bekannt dafür in den letzten Jahren, dass da die größten und schwierigsten Kreationen an Custom-Rollern in der Rollerszene entstehen. Und das gucken wir uns gleich an. Komm rein. Moin. Wir haben es uns jetzt gleich mal bequem gemacht hier im Spielzimmer und zwar auf dieser schönen Chesterfield Couch. Und ich möchte natürlich als erstes gerne wissen von Marek, wer er ist und was das hier für ein Ort ist, das Spielzimmer. Marek, wer bist du? Marek. Und ich sitze auf einer echten Chesterfield Couch, da legen wir Wert drauf. Ich habe zusammen mit meinem Freund Sven das Spielzimmer gegründet, vor fast 8 Jahren jetzt. Das Interessante ist ja, dass diese Werkstatt, die ist hier im Keller. Das ist alles sehr, sehr beengt hier. Und es ist erstaunlich, dass ihr hier so eine Werkstatt aufbauen konntet. Das ist genau der Punkt. Also du musst natürlich mal versuchen, in Hamburg irgendwas zu kriegen, wo du schrauben kannst. Hier haben wir halt Glück gehabt und dann ist man natürlich auch, musst du das nehmen, was du kriegen kannst. Das ist sehr interessant, wenn man hier runterkommt. Wir schrauben, wie viele Leute? 6. 6 Leute auf 80 Quadratmetern. Das ist verdammt wenig für 6 Leute, weil auch jeder dieser 6 Leute mehrere Roller hat. Wie gelingt es euch, hier irgendwie Ordnung zu halten? Mit mehreren Leuten zusammen so eine Gemeinschaft zu bilden, das fand ich immer gut. Das war auch immer ein Traum von mir, muss ich ganz klar sagen. Und ja Gott, da musst du halt immer mal den einen oder anderen mal sagen, hey, kannst du mal, mach mal sauber. Und hat auch schon einige genervt. Dein besonderes Hobby in der Rollerszene, das ist so ein bisschen... Das sind die Custom-Shows, das gebe ich rundweg zu. Und man sagt mir nach, ich wäre pokalgeil. Ja. Das kann ich nicht abstreiten. Ja. Das ist so. Aber es macht mir auch tierisch viel Spaß, irgendwas zu bauen. Und wer ist denn sonst noch alles im Spielzimmer hier? Ja, wir sind, wie ich schon sagte, wir sind 6 Leute und heute haben wir tatsächlich Henrik und Sven hier und unser Maskottchen Simon. Ja. Ja, komm doch mal alle her, wir haben ja noch unser altehrwürdiges Mitglied. Prost. Du bist? Ich bin Sven. Du bist also derjenige, der das mit gegründet hat. Ich habe natürlich auch hier 1, 2 Projekte stehen und bin aber nicht so getrieben wie Marek, aber dennoch schraube ich hier natürlich auch noch viel in meinen Rollern rum. Ich habe hier auch 3 Stück stehen, beziehungsweise 2. Mit einem bin ich unterwegs. Und den müssen wir uns natürlich in jedem Fall nachher noch anschauen, genauer, ne? was du da so veranstaltest. Und dein Name war nochmal bitte? Henrik. Okay. Ich bin auch relativ frisch hier, komme hier aus Eimsbüttel, hatte durch Zufall mir einen Reifen hier gekauft und dann waren wir uns ganz sympathisch und er fragte, ob ich nicht dazu kommen möchte. Und meine Frau war ganz froh, dass ich meine 3 Roller, die ich jetzt hier stehen habe, aus dem Keller habe. Wie kamst du zu dem Namen Spielzimmer? Ich glaube, meine Freundin hat das damals erfunden. Okay. Die sagte das und so kam das dann. Und wir wollten auf jeden Fall irgendwas haben, was nicht englisch klingt, sondern klassisch deutsch. Ja, ihr habt auch ein sehr schönes Maskottchen da entwickelt. Das müssen wir euch noch zeigen. Das ist jetzt sehr cool. Ich kann immer sagen, das ist hier eingeblendet oder hier eingeblendet und dann müssen wir das später machen. Ne? Und wenn sie richtig schlau sind, dann schneiden sie auch meinen Kommentar. So, wir stehen jetzt vor meinem persönlichen Lieblingsroller von dir. Also vielleicht einen der schönsten Customs in Deutschland, finde ich sogar. Nämlich vor der Dupont Lambretta. Das ist tatsächlich zur vorderen Hälfte eine Lambretta. Hinten ist das eine Kawasaki GPZ 500S. Und ich habe das Rahmenheck ein bisschen verlängert, ein bisschen verbreitert und eigentlich drüber gestülpt. Man sieht ja, dass das irgendwie nicht aussieht wie eine Kawasaki. Unter diesen Lambretta-Backen befindet sich aber die gesamte Technik. Das ist richtig. Und auch ein Teil des Rahmens von der Kawasaki. Bevor wir drunter gucken, möchte ich natürlich wissen, was das für ein Lackierungsthema ist, was du hier gewählt hast. Die Lackierung ist eine sogenannte Livery aus der NASCAR Winston Cup Serie. Die Nummer 24, Jeff Gordon hieß der Typ, der das Ding früher gefahren hat. Gab es in verschiedenen Evolutionsstufen und ja, ich habe dann eben halt diese Lackierung auf den Roller mehr oder weniger anpassen lassen. Und jetzt wollen wir natürlich sehen, was drunter ist. Dann machen wir das mal auf.
Voilà. Stecker, Aero-Quip-Schläuche, Luftfilter, Vergaseranlage. Also man sieht das auch schon ganz wunderbar. Das ist hier der alte Kawasaki-Rahmen. Hier oben ist er gekürzt. Hier sind 2 Brücken eingesetzt, die den Frameloop tragen. Und vorne unter dem Bridge Piece ist praktisch der Bereich, wo sich beide Rahmen treffen. Kurzes Detail noch, ich finde den Tank sehr schön. Der Tank ist natürlich nach vorne gewandert, wo das Handschuhfach sitzt mit so einem Jetverschluss hier. Lang genug geschnackt, jetzt wollen wir es hören. Dann machen wir sie mal an. Voilà. It was at this moment that he knew. He fucked up. So, jetzt sind wir wieder reingegangen und stehen schon wieder an einem Roller von Marek. Was ist das für ein Thema? Weil ich glaube, dieser Roller hat auch wieder ein Thema, oder? Thema ist Gran Turismo. Tatsächlich bin ich dann über ein Foto von einem Aston Martin DB4 gestolpert. Und die Farbe sah auf den alten Bildern echt fantastisch aus. Gran Turismo bedeutet halt Leichtbau, bedeutet Aluminium, bedeutet lange Reichweite. Das war jetzt kein Serien Aston Martin, sondern das war ein besonderes Das war ein Fahrzeug, besonderer, ja. was halt nur fürs Rennen modifiziert wurde. Richtig, Aston Martin DB4. Ja. Dieses Fahrzeug hatte das Kennzeichen 2VEV und so hieß dann zuerst der Roller und das fand ich blöd. Das war dann doch ein bisschen sperrig und dann kam ein Freund von mir auf den Trichter und sagte, mein Gott, der Firmensitz in England von Aston Martin ist Gaydon, nenn das Ding doch Gaydon. Und Gaydon. Okay. Klingt ein bisschen komisch, ja. Aber am Ende, nee, Gaydon fand ich dann ganz gut, weil doch. Fandest du ganz gut, ja. Ja. Hat dein Freund dir vorgeschlagen? Ja, hat mein Freund mir vorgeschlagen. Bitte so lassen, das ist super. Also das Thema... Mein persönliches Highlight ist die Sitzbank hier hinten. Und ich finde, ich habe den Roller ja schon ein paar Mal auf Bildern gesehen. Da dachte ich halt, okay, ein Aluhöcker, aber wenn man es live sieht, sieht es sehr cool aus, weil das so eine Oldschool-Fliegeroptik hat oder Flugzeugoptik, wie so ein Flugzeugtank oder irgend sowas so ein bisschen, oder? Ist tatsächlich total verunglückt. Ich bin komplett größenwahnsinnig geworden und habe gedacht, ich mache nach dem Tank meine Sitzbank in Alu und das Ganze muss natürlich auch dann aus einem Guss sein. Also habe ich alles zurechtgedengelt und gewalzt und gerollt und habe mich dann an Schweißen gemacht und mir ist es dann auf der Seite immer eingefallen und dann habe ich dann mal ein Reparaturblech eingesetzt, das habe ich dann wieder gewalzt und gerollt und angepasst und es ist mir wieder beim Schweißen eingefallen. Und nach dem 3. Mal, wo mir die Schweißnaht nach hinten eingefallen ist, habe ich gedacht, scheiße, ich niete das jetzt ein. Ja. So, und dann habe ich das eingenietet und da muss man eben halt dazu stehen, dass man das nicht richtig kann. Ja. Und hier vorne ist der Tank mit wie viel Litern? 12 Liter. 12 Liter. Auch den Verschluss finde ich ganz cool, der passt auch sehr gut zur Sitzbank. Das sind auch solche Rennsportverschlüsse. Ja, sehr gut. Kannst du schnell wie macht man das auf? Hier hast du so ziehen, musst du einfach ziehen und dann hebst du sie so ein bisschen an und dann hast du so eine Geschichte mit einem virtuellen Drehpunkt. Ach ja, du bist aber auch, das ist ja alles hier nochmal mit extra Aluteilen angefertigt, ja. Die das so... Du hast hier eine komplett selbst konstruierte Scheibenbremse am Vorderrad? Ja, genau. Die habe ich schon an der Terror, die habe ich schon an der Stray Bullet gehabt. Interessanterweise, das Einzige, was jetzt hier so ganz besonders dran ist, ist halt gespiegelt. Ja. Das soll heißen, ich habe eine gespiegelte Oldie-Gabel drin, weil die Felge laufrichtungsgebunden ist. Und das bedeutet dann eben halt, dass die Gabel auf der anderen Seite sitzen muss. Ja. Marek hat nicht nur eine Oldie-Schwinge, nicht PX, sondern Oldie-Schwinge nachgebaut, gefräst und mit einer Scheibenbremse mit Anti-Dive versehen, sondern er hat das Ganze auch noch gespiegelt und an eine Automatikkabel gebaut. Also das ist schon ziemlich... Oldie-Gabel. Da muss man schon... Bitte? Oldie-Gabel. Das ist eine Oldie-Gabel? Das ist eine Oldie-Gabel. Das ist eine gespiegelte Oldie-Gabel. Ja, Wahnsinn. Also der Mann hat echt Ehrgeiz und viel Zeit. Unglaublich. Nein, aber sehr gut, gefällt mir sehr gut. Und hier haben wir auch noch irgendwas drin, was wir jetzt... Ja, da haben wir tatsächlich noch den zweiten Tank, weil so ein BFA ja nicht nur Leistung hat, sondern auch Durst. Sind hier nochmal 8 Liter zusätzlich Sprit unter der Backe, die du ebenfalls
mit so einem schicken Schnellverschluss erreichst. Mach mal an das Ding. Also nicht den Motor hier drin, aber du hast hier diesen Einkaufschip schon? Ja, genau, den Einkaufschip, den legst du hier drauf. Ja. Und Ding, bitteschön, Zündung an und alles leuchtet. Und beim Fahren musst du den auch die ganze Zeit hier Nein. Okay. Beim Fahren, du lässt ihn natürlich an und zum Abstellen drückst du entweder hier den roten Knopf. Okay. Damit unterbrichst du die Zündung oder aber du legst dann den Chip wieder drauf und dann ist die ganze Kiste aus. Welcher Motor ist geil genug, um in diesen Roller zu passen? Kann nur ein BFA sein, oder? Danke, das wollte ich hören. Also es ist ein BFA 306 Motor verbaut. Willst du mal die Seitenhaube abnehmen? Sehr gerne. Hat er recht, ist einer. BFA. BFA 306, sehr schön. Wie viel PS hat der? 57 auf dem Prüfstand, am Rad gedrückt. Okay. Newtonmeter? Aus der Schachtel. Aus der Schachtel. Stimmt, du hast ja alles eigentlich wie aus der Schachtel. Alles aus der Schachtel zusammen. Nur den Vergaser nach vorne gedreht. Genau. Und sonst alles Original-Setup. Ja. Verdammt, 57 PS mit dem Original-Setup, das ist schon amtlich. Wir hatten ja, glaube ich, wie viel hatten wir? 54, 55 PS. Also läuft gut. Schöner Roller, nächster Roller. So, wir haben einen neuen Roller hier und zwar ein noch nicht ganz fertiger Roller, aber es ist ein Projekt und ich habe das hinten in der Ecke stehen sehen, weil es noch nicht fertig ist, so fast ein wenig versteckt. Aber ich fand es cool, weil es eine sehr andere Idee ist und deswegen dachte ich, das sollten wir hier in jedem Fall vorstellen. Kannst du was dazu erzählen, Sven? Ja, also der Roller an sich ist Grundmodell eine GS3. Irgendwann hat mich aber diese ganze Optik gelangweilt und dann musste das alles auseinandergerissen werden. Und dann habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, okay, was mache ich damit? Da ich früher mal Skateboard gefahren bin, aber da jetzt es ist keine große Affinität mehr da, aber ich fand halt diesen Style, die Trittleisten aus dem Skateboardholz zu machen und auch zum Beispiel hier vorne das Hupenholz oder beziehungsweise die Hupenabdeckung in einem Skateboard-Rampenholz zu bauen, irgendwie da dann ganz passend. Unter anderem habe ich dann natürlich zu diesem eigentlichen Grafikkonzept, was hier drauf ist, dann eben auch noch ein Grafikdesign-Büro beauftragt, mir da stylmäßig ein bisschen was zu kreieren. Was steht da drauf? Da steht einmal drauf Skate or Die, in einigen Passagen auch Spielzimmer. Ich finde es auch gut, mal einen Oldie zu sehen, der nicht nur Oldie ist, ne? Nicht nur original restauriert oder irgendwie auf alt getrimmt. Das ist sicherlich schön, so diese alten Renner, ne? Die sehen cool aus, aber das ist so eine Mode und das ist mal was anderes. Ne? Hier ist mal wirklich ein eigenes Konzept. Was kommt motormäßig noch? Motormäßig wird es einen Quadrini-Zylinder geben. Momentan hängt da jetzt ein 80er Motor drin, der dann auch als Basis irgendwie dienen wird, um den ganzen Rest darauf zu bauen. Seitlich ist dort ein Curly-Auspuff von Scooter & Service verbaut, den ich umgearbeitet habe, damit er da unter die fest geschweißte Seitenhaube geht. Ja, sehr cool. Ein Roller, der auch mal durch einen richtig künstlerischen Aspekt überzeugt. Ja. Danke, Sven. Im Übrigen, unser Arbeitstitel ist die Klotür. Kneipenklotür habe ich vorhin gehört. Ne? Ja, genau. Also, ich hab keine Ahnung, warum Kneipenklotür. Wieder ein neuer Roller, ein neuer Besitzer. Und zwar ist das Norman. Und Norman ist kein ständiges Mitglied des Spielzimmers, aber wie sagt man, Freund des Hauses, Hangaround. Bierlieferant. Aber in jedem Fall hat er einen schönen Roller und deswegen hatte er keine Wahl. Er musste jetzt hier in Scheinwerferlicht unseren Roller vorstellen. Ja, also das ist normalerweise eine PX80 oder war es mal eine PX80, die ich irgendwie so 2009 mal in Bremen gekauft habe, über eBay Kleinanzeigen, damals für lächerliche 900 €. Nach Bremen gefahren, das Ding abgeholt, mit kaputten Schaltkreuz nach Hamburg wieder gefahren, 1 Million Mal springende Gänge gehabt auf dem Weg hierher und dann kam das dann halt so nach und nach, dass man die Kiste dann halt immer so ein bisschen mehr optimiert und weiter anpasst. Okay, also dieser Gesamtlook von dem Roller gefällt mir einfach sehr gut. Das ist halt eine tiefer gelegte Gabel mit T5-Kotflügel und T5-Kaskade. Ja. Genau, alles schön umgesetzt. Hier hast du Löcher im Handschuhfach. Ist das damit... Ich hatte Langeweile und Achterbohrer, aber das war jetzt ehrlich Langeweile gesagt... und Achterbohrer. Langeweile und Achterbohrer, ja. Das hat jetzt ehrlich gesagt keinen Sinn. Genau wie hier vorne da diese Kien, das ist so ein alter... Ich habe früher bei Blum und Voss gearbeitet, das ist so ein alter Werkstattspind, den ich da so reingeschweißt habe. Und keine Bewandtnis. Ich finde es ein sehr schöner Roller. Sollten wir in jedem Fall mal vorstellen.
Danke dir, Norman, dass du Lust hattest, das zu machen. Gerne, gerne. Und damit kommen wir zum nächsten Roller. Weiter, ein Stück hier noch weg. Ein bisschen quer vorne vielleicht. Ja, und warte, ein Stück nach hinten geht das auch noch. Geht das so? Soll ich kurz cutten? Also eine Viatka ist quasi eine Vespa-Kopie mit einer etwas eigenen Ästhetik, aber auch einer eigenen Fangruppe. Unter anderem ist ein Fanboy Marek. Das ist so nicht richtig. Wirklich nicht. Ich habe die Viatka tatsächlich gekauft, weil sie günstiger war als eine GS3. In etwa genauso aussieht und weil ich am Ende dann doch Skrupel habe, so eine originale Kiste zu zerschneiden. Und bei so einer Viatka, finde ich, kann man das einfach mal straffrei machen. Das geht dann. Also eine Viatka gibt es schon, das ist jetzt nicht so spektakulär, die ist zwar selten, sondern das Spektakuläre ist hier natürlich wieder mal die Kombination mit dem Motor. Und hier hat Marek sich wirklich selber übertroffen, weil hier ist ein Zabel-Motor verbaut. Zabelmotoren kommen aus dem Motocross-Seitenwagensport. Da fährt man mit 700 Kubik und hat eben halt Motocross-Maschine mit dem Seitenwagen dran und die haben halt dementsprechend viel Dampf. Also das sind so Zahlen, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Zylinder, 2 Takte, 700 Kubik, 89 PS, unglaublich viel Hubraum, unglaublich viel Dampf. Das ist ja schon in einem Motorrad schwer zu handeln. Was denkst du, wie lange brauchst du noch, bis das fertig ist? Ich hoffe, dass ich sie zum Herbst zumindest mal auf den Prüfstand stellen kann und dann brauche ich aber bestimmt noch mal mindestens ein Dreivierteljahr obendrauf, um den Rest fertig zu kriegen. Also soweit, dass man sagen kann, ich habe ein Rolling Chassis und dass man auch ankicken kann, dass man auch kuppeln kann, dass man schalten kann. Wird noch ungefähr so bis September dauern, denke ich mal. Okay, also man sieht ja auch, was das für wahnsinnige Arbeit ist. Also dieser Teil vom Chassis, der ist leicht nach vorne versetzt. Hier sind 10 cm eingesetzt und das Ganze kann man auch, glaube ich, auch abnehmen. Das kann man abnehmen, das muss man abnehmen, sonst kommt man nachher an den Motor nicht ran. Ich habe hier so wunderschöne Verschlüsse. Der hier ist allerdings wirklich noch Dummy, der ist auf der anderen Seite noch nicht fest. Aber hier drüben ist er schon in Funktion und öffne ich mal und dann zieht man das so nach hinten weg und dann ist das Heck ab. Okay. Und was macht man normalerweise mit diesen Verschlüssen fest? Mit den Verschlüssen macht man tatsächlich Flugzeugmotorhauben zu. Wahnsinn. Jetzt sieht man nochmal den Motor in seiner ganzen Pracht. Also irre, welchen Durchmesser dieser Zylinder hat. Was hat der für eine Bohrung? 100 mm. 100 mm Bohrung. Wahnsinn. Sehr schön. Also wenn das Ding fertig ist, dann musst du in jedem Fall nach Landsberg kommen, uns das auf dem Prüfstand zeigen. Das mache ich und ich baue aus die Rolle aus. Okay, darauf sind wir schon sehr gespannt. So. Das war es schon wieder mit Hamburg und dem Spielzimmer. Jungs, vielen Dank, dass ihr uns hier so ein bisschen Einblick gewährt habt in euer Spiel und ja, fast auch Wohnzimmer mit Perserteppich und Chaiselon. Marek, yes, war eine Ehre. Uns auch. Simon, Sven, Norman, Prost, bis zum nächsten Mal. Ihr bitte Herzchen drücken, Bimmel drücken und wenn ihr wieder eine Werkstattvorstellung sehen wollt, einschalten. Prost. Prost. Das perlt. Das perlt heute auch wieder. Das zappelt auf der Zunge. Das Mineralwasser. War das gut? Und eine Viatka ist eigentlich ein russischer Nicht-Lizenzbau einer Vespa. Zerschneiden oder irgendeine andere Whiteframe. Und die Viatka ist mir... Schnitt! Warum lachst du? Die Unterhose wäre mir auch peinlich. Die würde ich an deiner Stelle würde ich niemals mit der Unterhose CR7, alte Scheiße. Eine CR7 Unterhose, das wäre mir wirklich peinlich.